Wir reden über Kunst in Art Talk, dem Kunstpodcast aus Saarlor-Lux. Wir treffen KuratorInnen und KünstlerInnen dort, wo sie gerade ausstellen. Entdeckt zeitgenössische Kunst, neue KünstlerInnen und unbekannte Kunsträume in Saarlor-Lux. Art Talk hört ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Hallo und herzlich willkommen bei Art Talk. Wir sind heute in der Modernen Galerie und Andrea Jahn führt uns durch die Ausstellung der Saarart. Und was hinter der Saarart steckt, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Viel Spaß! Ja, also die Überlegung war natürlich erstmal überhaupt zu gucken, was ist das denn für ein Format? Also wen wollen wir denn da vorstellen und was ist das Saarland, wie definieren wir uns und welche Rolle spielen wir im überregionalen Kunstbetrieb? Und mein Entschluss stand dann relativ schnell fest, nachdem wir uns eigentlich immer in der Großregion sehen, als Teil dieses Verbundes auch mit den französischen und luxemburgischen Nachbarn, ist es auch einfach naheliegend, dass wir uns kulturell vernetzen oder noch stärker und das vor allem auch dann in der Kunstszene sichtbar machen, was hier passiert oder was noch passieren könnte. Also dieses Netzwerk existiert ja noch nicht wirklich. Und deshalb war es eigentlich ein schöner Anlass zu sagen, also wenn wir schon so ein Festival auf die Beine stellen, dann wäre es doch eigentlich naheliegend, dann auch französische und luxemburgische KünstlerInnen einzuladen und dieses Netzwerken anzustoßen. Und jetzt sind wir hier in der Modernen Galerie, einem der 11 Standorte der Saarart. Ja, gehen wir einfach mal rum. Wir haben insgesamt 63 künstlerische Positionen, verteilt auf 11 Ausstellungsorte, die wirklich das ganze Saarland auch mit in den Blick nehmen. Also man muss auch sagen, wir sind jetzt natürlich auch so ein bisschen in Vorleistung gegangen. Das heißt, wir haben die Nachbarn eingeladen, mit uns hier gemeinsam auszustellen, aber eben ausschließlich in den saarländischen Institutionen. Und die Moderne Galerie ist die größte, natürlich das Flaggschiff hier in der Kunstszene. Und deshalb konzentriert sich hier auch so ein bisschen das, was wir nach den Einreichungen auch gesehen haben. Also wir haben hier einen großen Anteil an Künstlerinnen erstmals, der liegt bei 70%. Das hat uns eigentlich nicht überrascht, weil ja auch in der Kunstszene Frauen, vor allem junge Frauen, immer stärker werden, auch ganz unterschiedliche Techniken, Verfahren, Materialien für sich auch ausloten und das Ganze auch sehr, sehr überzeugend erarbeiten. Das zeigt sich auch hier in der Ausstellung. Also wir haben hier zahlreiche Künstlerinnen, die mit großartigen Werken hier auch an den Start gegangen sind. Dann natürlich auch das ganze Thema Migrationshintergrund. Was sind wir im Saarland? Wir sind natürlich auch ein Bundesland, das für Zuwanderer sehr interessant ist. Nicht erst jüngst mit den ukrainischen Geflüchteten, die natürlich aus der Kriegssituation entkommen mussten, sondern auch vorher schon. Und das geht los eigentlich spätestens mit den Post-Ost-Migrantinnen. Das sind dann junge Frauen, die in ihren Familien, russischstämmigen Familien hierher gekommen sind, um sich hier ein neues Leben aufzubauen. Und diese jungen Frauen beschreiben auch in ihrer Kunst, was sie erleben. Also dass sie im Grunde schon auch mit dieser ganzen Identitätsfrage zu tun haben. In Russland waren sie die Deutschen, in Deutschland sind sie die Russen. Und was sich da künstlerisch tut, ist sehr, sehr spannend und zeigt sich eben jetzt auch in dieser Ausstellung, die zum ersten Mal reflektiert, dass unsere Gesellschaft im Wandel begriffen ist. So, und dann sind wir hier konkret vor den Fotocollagen der iranischen Künstlerin Nazanin Hafez, die seit 2 Jahren im Saarland ist, um hier an der Hochschule der Bildenden Künste zu studieren und die hier ein konkretes Thema angefasst hat, die öffentlichen Exekutionen in ihrem Land, die jetzt wieder enorm zugenommen haben, das menschenfeindliche Regime, das hier zuschlägt und letztlich dann auch in der Öffentlichkeit für Angst und Schrecken sorgt und für eine enorme Aufmerksamkeit, wenn es darum geht, Menschen, die diesen rigiden Vorgaben natürlich religiöser Eiferer dann zu entkommen, die dann mit dem Tode bestraft werden, das Ganze dann auch noch öffentlich. Also wichtig ist auch zu sehen, dass sich natürlich auch viele politische Themen durch die Ausstellung ziehen, die aber künstlerisch
sehr, sehr anspruchsvoll bearbeitet sind in der unterschiedlichsten Form. Also es gab auch tatsächlich 4 Themenblöcke, die dieser Ausstellung einen roten Faden gegeben hat. Das heißt, die Auseinandersetzung mit Identität, sei es Geschlechtsidentität, sei es nationale Identität, also die natürlich ja gerade hier in der Grenzregion ein wichtiges Thema ist. Also das wird an verschiedenen Stellen in Szene gesetzt, kritisch beleuchtet. Dann die Frage der Vergänglichkeit, die uns natürlich in dem Moment alle beschäftigt hat, als es um die Pandemie ging. Die letzten beiden Jahre waren sehr pandemiedominiert. Gerade bei den Künstlerinnen und Künstlern war das spürbar. Die konnten teilweise nicht mehr im Atelier arbeiten, hatten gar keine Zugangsmöglichkeiten mehr, mussten sich neue Verfahren überlegen, neue Themen ausdenken. Und auch das ist in die Ausstellung mit eingeflossen. Dann auch das Thema Schönheit spielt eine wichtige Rolle, und zwar wirklich als ein kritisch betrachtetes, weil es auch sehr stark um diese Selbstoptimierungstendenzen geht, die gerade durch den Social Media und das Internet angetrieben wurden. Und Isolation, natürlich auch ein Pandemie-Thema, das wir hier in den Fokus gerückt haben, weil die Künstlerinnen und Künstler das auch auf unterschiedliche Weise angehen. Das heißt, Isolation kann ja auch bedeuten, wenn ich die Sprache nicht spreche. Also was bedeutet es denn, wenn ich nicht zur Kommunikation fähig bin? Also auch das sind Dinge, die hier adressiert werden und die, denke ich, auf sehr, sehr eindrückliche Weise auch zeigen, wie wichtig und zentral diese aktuellen Fragestellungen in der Kunst heute sind. Ich sehe hier ein Bild von Elodie Kreten. Und das ist ja, ich glaube, sie ist auch im Kuba vertreten. Sie ist auch im Kuba vertreten, genau. Und können Sie mir vielleicht zu ihr etwas sagen? Ja, Elodie Kreten ist eine Künstlerin, die sich sehr stark auch mit kunstgeschichtlichen Konventionen beschäftigt hat. Hier sehen wir also auf einen Vorhang projiziert, die Aktdarstellung eines jungen Mannes, der in derselben Pose wie eine liegende Venus dargestellt ist, die uns eben auch schon in der Kunstgeschichte begegnet, bei Ingres, also einem berühmten Bild. Und dieses berühmte Zeugnis aus der Kunstgeschichte ist ähnlich verfremdet wie unser Bild, das wir jetzt hier von dem jungen Mann vor uns sehen, nämlich künstlich in die Länge gezogen. Also Elodie Kreten ist eine sehr auch humorvolle Künstlerin, die sowas dann auf ihre Weise verarbeitet. Sie hat das hier nochmal zugespitzt, aber tatsächlich begegnet uns eben hier der Blick eines Mannes und der nackte Körper, der hier im Zentrum steht, eben auch ein männlicher Körper oder könnte vielleicht auch ein diverser Körper sein, man weiß es nicht. Also all diese Dinge, die fließen hier schon ein, weil die Diskussion sehr lebhaft geführt wird. Und interessant ist natürlich auch, dass er uns seinen Blick zuwendet. Also das heißt, diese kunsthistorische Konvention, die mit dem weiblichen Körper tausendfach durchgespielt wird, die wird hier erstmals am männlichen exorziert. Und jetzt gehen wir mal zu Paulette Penje. Paulette Penje ist eine Berliner Künstlerin, die aus dem Saarland stammt und hier mit ihren Videoarbeiten schon sehr auf sich aufmerksam gemacht hat. Bei ihr steht der Körper selbst als malerisches Material im Fokus. Und das ist hier eine wunderschöne Arbeit, die hier auch vor Ort entstanden ist, auf dem Dach der Modernen Galerie, wo sie mit der Sprühdose unterwegs ist, sich selbst auf dem Boden bewegt und dabei die Sprühdose einsetzt, um ihren eigenen Körper zu umrunden, um sich selbst immer wieder aufs Neue auf diesem Kiesuntergrund hier zu verewigen in unterschiedlichen Farben. Und dabei entstehen natürlich Malereien, die so bisher nicht gesehen worden sind. Also es ist eine sehr intensive Performance, die sie hier auch deshalb so interessant macht, weil sie eben vor Ort passiert und weil sie immer wieder auch auf ihr Umfeld, auf die Umgebung und ganz konkret auf das Blau des Himmels
hier einbezieht in diese performative Malerei. Und was uns auch wichtig war, dass wir eben tatsächlich alle Kunstformen hier bei diesem Festival auch präsentieren können. Und das ist eine der jüngsten Künstlerinnen, die wirklich ganz konsequent in den letzten Jahren ihr Werk als Performerin hier weiterentwickelt hat. Vielen Dank. Vielleicht erstmal die Gertrud Riedmüller. Ja. Also zum Thema unterschiedliche Techniken. Hier ist es eine Künstlerin, die tatsächlich mit Klang arbeitet. Ihre Klangkomposition aber auch immer in Bezug setzt zu raumfüllenden Arbeiten, also Installationen, die aus den unterschiedlichsten Materialien bestehen können. Was wir hier sehen, ist ein geklöppeltes Muster, das sie über die ganze Wand entwickelt hat, und zwar zusammengesetzt, bestehend aus Lautsprecherkabeln. Also dieses Klöppelverfahren hat sie hier also wirklich in ganz traditioneller Manier eingesetzt. Und was auffällt, ist, dass an verschiedenen Stellen Löcher entstanden sind, also Brüche in diesem System, das dann tatsächlich auch auf eine Brüchigkeit oder Durchlässigkeit dieses Ornaments verweist. Und verbunden sind diese Muster mit tatsächlichen Lautsprechern, in denen dann auch Dinge zu hören sind, die auf die Arbeitsprozesse in unserer Welt verweisen, nämlich auf prekäre Arbeitsverhältnisse, denen Menschen ausgesetzt sind, die teilweise als Spediteure oder Angestellte, Lkw-Fahrer und so weiter arbeiten unter sehr ungünstigen Bedingungen, da ihr Brot verdienen und sehr schlecht bezahlt werden. Also im Grunde ist das natürlich das Muster, das zunächst sehr, sehr ansprechend und dekorativ daherkommt, auch ein Zeichen für ein System, das nicht wirklich funktioniert und das hier schon seine Schäden davongetragen hat und dann auch nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und gegenüber sehen wir Baueimer, die in besonderer Weise bearbeitet sind, nämlich tatsächlich auch durchsetzt mit den unterschiedlichsten Mustern, die dann am Ende dafür sorgen, dass diese Eimer keine Funktion mehr haben, also schon gar keine Flüssigkeit mehr transportieren könnten. Sie sind sehr, sehr schön bearbeitet mit den unterschiedlichsten Mustern, also auch filigrane ornamentale Strukturen, die die Künstlerin hier von Hand eingearbeitet hat. Und auch das ist natürlich ein Fingerzeig, der darauf hinweist, dass die ursprüngliche Bedeutung, also die Funktion auf dem Bau, hier aber noch zwischendurch eingearbeitet mit tatsächlich benutzten Baueimern, die als Ganze noch in der Installation sehen, und das immer in Konfrontation. Das ist also auch so ein Zeichen von Gertrud Riedmüller, dass sie hier mit ihren Installationen eben nicht nur etwas Künstlerisches, auch Dekoratives in die Ausstellung mit einbringt, sondern dem Ganzen auch einen konzeptuellen Unterbau verleiht auf diese Weise. Mhm. Ja, vielleicht zu Elodie Lanotte, eine französische Künstlerin, die auch schon seit einigen Jahren um ihre Themen kreist und hier bereits beim Robert-Schumann-Preis vor 8 Jahren in Saarbrücken zu sehen war. Sie ist besonders beeindruckend, weil sie ihre Arbeit um den eigenen Körper entwickelt und hier auch immer wieder Bezüge herstellt zu natürlichen Elementen. Also sie verfremdet eigentlich in ihren Körperdarstellungen, Selbstdarstellungen den Körper, an den ja bestimmte Erwartungen auch gerichtet werden. Das heißt, der weibliche Körper wird automatisch sexualisiert, daran sind wir gewöhnt. Das ist auch dann kein Schockmoment, sondern ist eher etwas, was wir schon voraussetzen. Und bei ihr ist es so, dass sie den Körper zeigt, wie er ist, also auch den weiblichen Unterleib nicht verhüllt, sondern tatsächlich aber dann in einer ganz anderen Konstellation zu sehen gibt, die diese Erwartungen durchkreuzen. Also es geht hier um ganz andere Dinge, das wird auf den ersten Augenblick klar. Der weibliche Körper lässt sich nicht darauf reduzieren, ein Sexualobjekt zu sein, und davon abgesehen sind ihre Fotografien hier auch noch von äußerst hoher Qualität und
die ganze Herangehensweise zeigt auch, wie vielfältig ihr Werk ist. Arbeitet sie immer mit Holz oder ist das Nee, ganz immer unterschiedlich. Also sie hat ja hier beim Robert-Schumann-Preis damals mit Tüchern gearbeitet, also da auch mit weißen Tüchern immer wieder dieses Verhüllen und zu sehen geben, durchgespielt, und das ist schon sehr eindrucksvoll, wie sie das macht, also mit minimalsten Mitteln. Ja, und daneben sehen wir Shakti Paquet, eine deutsche Künstlerin, die auf sehr ironische Weise hier dieses ganze Liken über die sozialen Medien aufs Korn nimmt. Also sie ist eingewickelt in eine Luftpolsterfolie, und die ihren nackten Körper verhüllt. Und während des Videos spricht sie eigentlich die ganze Zeit: Er liked mich nicht, verbindet sich oder verweist damit natürlich auf das Spiel, den Blüten, die Blätter auch auszuzupfen, um festzustellen, ob der Angehimmelte jetzt tatsächlich auch Interesse an den Tag legt. Und das macht sie hier mit der Luftpolsterfolie, indem sie die Bläschen platzen lässt. Also das ist auch eine sehr schöne, etwas mühevolle Arbeit. Ja, Wolfgang Vollmer hat uns hier überrascht mit 2 Fotoarbeiten. Er ist nochmal in der Ausstellung vertreten mit einer gemeinsamen Wandarbeit, die er mit seiner Partnerin Bettina von Haren hier ausgeführt hat. Die Fotoarbeiten sind deshalb eindrucksvoll, weil sie während der Lockdowns entstanden sind, also während der Pandemie. Und er unberechtigterweise nachts sich auf den Weg durch die Stadt gemacht hat, als man nicht ohne weiteres auf diese Plätze gehen durfte. Und was er dort vorgefunden hat, ist natürlich nicht überraschend. Es sind menschenleere, tatsächlich einsame Verkehrskreisel oder auch ein Sportplatz ist hier zu sehen. Es ist also wirklich dieser Albtraum, der uns alle in der Pandemie so ein bisschen verfolgt hat und natürlich auch dafür sorgte, dass die Menschen so depressiv geworden sind, dass auf einmal Situationen entstanden sind, die völlig surreal waren. Also Orte, die normalerweise vom Verkehr nur so strotzen, und Menschen gerade auf Sportplätzen, wo sich Tausende von Leuten tummeln, die dort spielen oder auch als Zuschauer zugegen sind auf einmal wie leergefegt. Und das hat natürlich auch so was Unheilvolles an sich, das hier in den Fotografien sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Sollen wir dann zu Bettina von Haren Ja, kommen? genau. Die Wandarbeit, die die beiden hier für die Moderne Galerie geschaffen haben, ist tatsächlich eine Kooperation, die über 2 Wochen sich entwickelt hat. Also beide verfügen über eine sehr eigene Bildsprache, und wie die sich hier ergänzen und ihre Motive gemeinsam entwickelt haben, ist schon ganz erstaunlich. Also der Inhalt dieser Wandmalerei ist eigentlich die Überflutung der Welt mit Bildern, die hier aber explodiert ist. Also ich glaube, man kann es gar nicht anders sagen. Es ist auch wahnsinnig schwer, sich auf einzelne Elemente zu konzentrieren, weil der Blick immer wieder abgelenkt wird durch Episoden, durch Figuren, durch irgendetwas, was dann den ersten Eindruck, die erste Identifikation, Erzählung stört. Dann kommt wieder ein neues Gesicht mit in den Blick, oder es tun sich ganz neue Elemente auf, die eher was mit Landschaft zu tun haben. Das sind dann eher auch die Elemente, die Wolfgang Vollmer hier mit eingebracht hat. Bettina von Haren beschäftigt sich intensiv mit Figurengruppen, die hier ihr Eigenleben entwickeln und die auch keine Tabus aussparen. Es geht um Gewalt, es geht um Sexualität, es geht um tatsächlich auch kritische Momente, die hier auf einmal ins Bild kommen. Waffen tauchen auf, es werden Körper auseinandergenommen. Alles scheint sich aufzulösen und an anderen Punkten wieder zusammenzusetzen. Also es ist also eine sehr, sehr eigene Welt, die eben kein Narrativ entwickelt. Es ist eine Welt, in der wir uns erstmal zurechtfinden müssen und somit auch so ein bisschen der Spiegel dessen, was wir heute
in unserer analogen Welt und gleichzeitig aber auch natürlich im Internet und über die sozialen Medien wahrnehmen. Und insofern auch eine Antwort auf das, was uns alle bewegt und alle beschäftigt. Also im Grunde kann hier jede eine eigene Erzählung entwickeln und sich hier auf unterschiedlichste Weise wiederfinden. Ja, vielleicht zu Claire Annick. Claire Annick ist eine französische Künstlerin und wir stehen hier jetzt tatsächlich in einem abgeschlossenen Raum, der ganz geheimnisvoll anmutet durch eine Projektion, die den Blick nach draußen wirft. Und dieser Blick nach draußen wird ergänzt durch 4 Kuben, die jeweils mit einer Glasfläche belegt sind, unter der Ansichten aus einer Höhle erkennbar werden. Und das ist eine Installation, die so ein bisschen als Zufluchtsort funktioniert, fast wie so wie eine Höhle selbst, in der wir uns dann auch zurückziehen. Draußen ist ja der Eindruck der ganz unterschiedlichen Bilder doch sehr stark und man wird auch sehr hin und her gerissen von den Werken, die sich da jetzt entfalten. Also hier ist es so ein abgeschlossener Raum, der uns auch so ein bisschen umfängt und vielleicht auch ein Ort, an dem man so ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Ja, gleichzeitig spielt die Installation an auf Platons Höhlengleichnis, wo es ja tatsächlich darum geht, den Menschen, die in der Höhle sitzen, mit dem Rücken zum Ausgang und die dort festgekettet sind. Und was sie von der Welt wahrnehmen, sind eigentlich nur die Schatten. Also das heißt, die Schatten derer, die an der Höhle vorbeigehen. Die Welt, die sich vor der Höhle abspielt, wird dann nur in Form von Schatten auf die Höhlenwand innen projiziert und das nehmen die Menschen wahr. Und dieses Gleichnis ist natürlich auch eine Metapher für die Kunst per se. Also das heißt, die Kunst, die ja eigentlich nichts anderes möchte, als den Menschen ihre Fesseln abzunehmen, die Menschen dazu aufzufordern, sich umzudrehen und den Blick in die wahre Welt zu riskieren. Auch wenn es Kraft kostet, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es vielleicht manchmal wenig erfreulich ist. Aber genau dieser Anspruch schwingt hier auch mit, also tatsächlich den Mut aufzubringen, diese Fesseln abzulegen und der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Ich glaube, das ist hier auch gelungen. Also wir blicken auf der einen Seite auf diese Projektion, die Claire Annick für uns geschaffen hat, auf der anderen Seite auch so ein bisschen in uns rein und finden vielleicht dort auch Wege, uns dann doch im einen oder anderen Fall mal mit der Realität zu konfrontieren. Ja, und der Himmel wechselt ja. Als wir reinkamen, war er ganz blau und jetzt ist er so sehr bedrohlich. Also das soll unser Inneres widerspiegeln. Ja, es ist also wirklich eine Installation, für die man sich Zeit nehmen sollte, die sich sehr stark verändert. Und interessant ist ja auch, dass die Projektion an der Wand immer wieder auch ein anderes Wahrnehmen der Kuben hier, also oder des Höhleninnenraums möglich macht und suggeriert. Also das ist schon sehr durchgespielt, durchdacht, was sie hier vor uns ausbreitet und dass wir diese unterschiedlichen Stimmungen eben auch dann mitmachen müssen. Ja, vielen Dank. Ja, François Martic ist ein französischer Künstler, der aus Metz kommt, aber auch pendelt nach Quebec und gerade mit seinen filmischen Arbeiten oft gerade sehr viel draußen auch unterwegs ist, also auch mit Field Recordings arbeitet, also auch Interviews an unterschiedlichsten Orten der Welt auch schon geführt hat, um seine Themen dann auch greifbar zu machen. Und er hat für uns jetzt hier eine neue Arbeit geschaffen, die in den Vogesen entstanden ist, in einem Waldstück, wobei man sagen muss, es ist also schon ein großer Waldgrund, der dort von der Bürgerinitiative angekauft wurde, um renaturiert zu werden. Und er hat Zugang zu diesen Menschen gefunden, also sich auch bewusst jetzt auf diese Diskussion eingelassen, weil ihm wichtig ist, auf die Missstände auch hinzuweisen, die wir gerade in der Großregion auch oft ausblenden. Also die Verseuchung durch
Kriegsmaterial aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Also was hier an Waffen, Munition noch im Boden steckt, auch teilweise in den Bäumen noch steckt, das wissen die wenigsten und auch, dass sich eigentlich niemand so richtig drum kümmert. Also es ist dann Sperrgebiet und der Boden ist verseucht und das ist dann so. Also gegen diese Missstände arbeitet er an, aber auf eine Weise, die deshalb auch sehr mitreißend ist, weil er die Menschen einbezieht. Also weil er auch unterschiedlichste Besucher oder unterschiedlichste Gesellschaftsgruppen hier zu Wort kommen lässt und auf diese Weise eben auch eine Diskussion reflektiert, die sehr auch wissenschaftlich sehr umstritten ist. Das heißt, auf der einen Seite stehen diejenigen, die sagen, man soll die Natur sich selbst überlassen, damit sie sich erholt und wieder gesund werden kann. Die anderen sagen, das geht überhaupt nicht, weil der Boden ist ja schon verseucht. Was soll denn da entstehen? Und die Dritten, die sagen, wir müssen als Menschen ganz bewusst eingreifen. Zum einen natürlich die Giftstoffe entfernen, zum anderen auch dafür sorgen, dass beispielsweise nicht zu viel Unterholz wächst, damit große Bäume dort auch eine Überlebenschance haben. Also das ist eine sehr lebhafte Debatte, die da geführt wird und die eben auch Eingang gefunden hat jetzt in unsere Arbeit, die er wirklich vor Ort mit dem Filmteam im Januar hier begonnen hat, also unter sehr widrigen Klimabedingungen. Aber das ist auch das Spannende dran. Das heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich bei diesem Festival Künstlerinnen, die sich mit den Bedingungen vor Ort auch befassen, die also die Grenzregion nicht nur als Lebens- und Arbeitsort in den Blick nehmen, sondern auch mit all seinen Problemen, die damit schwingen. Und das ist natürlich wunderbar. Das ist auch eine Möglichkeit, sich eben mit den Problemen zu befassen, ohne dass es immer nur mit Verurteilungen einhergeht, sondern auch Möglichkeiten zu suchen, sich da zu engagieren. Und das ist jetzt halt bei dieser Bürgerinitiative ganz toll, weil die auch die Möglichkeit bietet, sich hier nochmal drauf einzulassen und vielleicht selbst aktiv zu werden in diesem Bereich und auch finanziell den Ankauf weiterer Waldstücke zu ermöglichen. Genau, das Werk heißt La Forêt Commune. Dann gehen wir noch hier rüber. Ja, das ist eine Weltkarte der besonderen Art, die Christiane Dessecker hier entwickelt hat. Eine Wandzeichnung, die so vielfältig ist und so überraschend subtil auch daherkommt. Also das ist eine Weltkarte, die sie hier entworfen hat, und zwar mit Bleistiften, deren Stärke sie immer an der an der Spreading-Intensität ausgerichtet hat. Das heißt, je deutlicher die Pandemiezahlen nach oben gingen, desto weicher wurde dann der Stift, den sie ausgewählt hat, um dann nochmal die Druckstärke entsprechend anzupassen. Und wenn sich das Pandemiegeschehen dann ein bisschen beruhigt hatte, dann kamen etwas härtere Stifte zum Einsatz. Und so breitet sich hier eine fantastische, ganz organisch angelegte Zeichnung über die Wand aus, die dieses Pandemiegeschehen aber eher intuitiv und emotional nachzeichnet. Also es ist jetzt keine wissenschaftliche Arbeit, die sie hier vollbracht hat, sondern auf DIN A3-Blättern der Versuch, im kleinen Atelier während der Lockdowns, während der Pandemiesituation trotzdem künstlerisch aktiv zu sein und auch diese Befindlichkeit und diese Emotionen, die sie damals bewegt haben, eben in die Zeichnung mit einfließen zu lassen. Also das ist hier, denke ich, auf wunderbare Weise gelungen und wir können uns alle noch vorstellen, was uns damals bewegt hat. Wie ist der Titel der Arbeit? Der Titel ist Spreading mit unterschiedlichen Härtegraden. Ah ja. Mhm. Ja, und Gregor Hildebrandt ist mit Sicherheit der berühmteste Künstler im Saarland, der ja in Berlin und international große Ausstellungen hat und auch schon seit vielen Jahren hauptsächlich in Berlin lebt und arbeitet. Trotzdem ist er uns sehr verbunden und war sofort bereit, hier auch Werke zu dieser Ausstellung beizutragen. Was bei ihm
im Vordergrund steht, ist tatsächlich die Vergänglichkeit auch der Geschichte, der Kultur, der Kunst, alles, was flüchtig ist, drückt sich bei ihm aber in besonderer Weise in der Musik aus. Und wer seine Arbeit nicht kennt, wird überrascht sein, dass er hier keine Klanginstallation vorfindet, sondern Gemälde, die auf der Basis von Tonbändern entstanden sind. Das heißt, Magnetbändern, wie wir sie in den 80er und 90er Jahren noch sehr eifrig benutzt haben, Kassettenbänder, die er mit Beginn seiner künstlerischen Laufbahn gesammelt hat. Er verfügt mittlerweile, glaube ich, über das größte Archiv, das es überhaupt gibt, von solchen Kassetten. Und diese einzelnen Tapes, die nutzt er, um sie auf der Leinwand aufzubringen und dann wieder abzuziehen. Also tatsächlich gibt es zwei verschiedene Werkkomplexe bei ihm. Auf der einen Seite diejenigen, auf denen die Tapes noch aufgeklebt sind und von denen wir auch eine Arbeit in unserer ständigen Sammlung haben. Und auf der anderen Seite diejenigen, die malerisch bearbeitet sind, aber mit einer Farbe, die zunächst nicht sichtbar ist. Das heißt, es ist eine sehr intuitive, im Grunde schon fast traumhafte Malerei, die er hier als Untergrund für die Tapes anlegt und die aber immer auch spiegeln, was sich auf einem solchen Tonband an Musik befindet. Also es ist alles sehr konzeptuell. Man muss seine eigene Vorstellung hier einbringen und im Grunde die Musik dann schon mithören, die hier angedacht ist. Das ist natürlich insofern etwas gemein, also wir hier keine Samples vorstellen, sondern das alles in der eigenen Vorstellung und Illusion zurückbleibt. Trotzdem sind es natürlich auch optisch ganz wunderbare Arbeiten und auch die Collage, die nebenan aus Schallplatten, also tatsächlichen Vinylplatten zusammengesetzt ist, die spielt natürlich auch mit dieser 60er-Jahre-Ästhetik, als man solche Dinge aus verschiedenen Materialien auch in der Kunst angefertigt hat. Das sind Referenzen an bestimmte Entwicklungen in der Kunst, die er hier benutzt. Und es ist ja vielleicht interessanterweise immer so, dass in seinem Werk die Dinge nie so sind, wie sie scheinen. Also es ist immer etwas anderes damit gemeint und immer ein doppelter Boden, der aber sein Werk auch so interessant macht und international auch zu großem Erfolg geführt hat. So, jetzt den Würfel, genau. Ja, Serge Ecker kommt aus Luxemburg und ist bei der Saarart mit zwei Werken vertreten. Auf der einen Seite mit Fukuyo hier in der Modernen Galerie, einem Würfel, der aus Kupferplatten besteht, also so groß, dass ein Mensch reinpassen könnte. Ich sage es jetzt mal, von den Dimensionen her kann man sich das vorstellen, der aber in seiner Form dem zweiten Reaktor in Fukushima, im japanischen Fukushima nachgebildet ist. Und das steht auch vorne auf der Skulptur drauf, eine 2 und dann ein Ornament, das der Künstler noch mit Blattgold aufgebracht hat. Das ist also im Grunde eine Reproduktion dieses zweiten Reaktorwürfels, der dann auch bei der Atomkatastrophe in Fukushima eine große Rolle gespielt hat. Dieser Würfel heizt sich regelmäßig auf, also ist im Grunde eine eigene Hitzequelle, die auch nochmal auf dieses Unglück hinweist. Und für Serge Ecker war es jetzt, denke ich, ein Anlass, nochmal auf die Katastrophe einzugehen, aber eben auch auf die Flüchtigkeit und Vergänglichkeit dieser Phänomene, die uns hier aber wirklich körperlich berühren sollen, weil die Hitze eben tatsächlich im Ausstellungsraum auch spürbar wird. Mhm. Seine zweite Arbeit ist in Berlin zu sehen. Da sollte man sich dann tatsächlich auch mal auf den Weg machen in die Saarländische Galerie, die auch eine ganz eigene Ausstellung geworden ist. Und ich denke, das zeichnet vielleicht auch das Festival aus, dass wir an jedem Ort eine für sich selbstständig funktionierende Ausstellung vorfinden, die hier wirklich überzeugt.
Ja, wir hatten schon das Thema der Selbstoptimierung und Lorraine Bellet ist eine französische Künstlerin, die jüngste eigentlich in der Ausstellung, die sich hier auch intensiv mit dem Thema der Avatare und der künstlich konstruierten Identität beschäftigt und hat hier wissenschaftliche Erkenntnisse zum Ausgangspunkt genommen darüber, was tatsächlich als schön wahrgenommen wird, also welches Gesicht schön erscheint und welches nicht, und hat es hier in ihrer Selbstoptimierung letztlich zugespitzt, indem sie die Augen unglaublich vergrößert hat und auch ihre Gesichtsform angeglichen, aber so, dass man eher das Gefühl hat, man hat es hier mit einer Monsterkonstruktion zu tun, als mit einem menschlichen Wesen. Und sie spricht einen Text, in dem sie eben sehr stark auf diese Beweggründe eingeht und hier vielleicht schon auch ein Publikum adressiert, ein junges Publikum, gerade von jungen Frauen, die durch die Verunsicherung, die durch die weltweite Vernetzung und natürlich auch den ungeheuren Anspruch daran, perfekt zu sein, hier teilweise auch ganz schreckliche Konsequenzen hat, indem sich die jungen Frauen operieren lassen oder sonstige Maßnahmen ergreifen, um anders auszusehen. Also das ist der Einstieg hier auch in unsere Ausstellung. Ja, es ging natürlich auch darum, hier alle einzuladen, sich an der Saat zu beteiligen. Es gab auch einige arrivierte Positionen wie Sigrun Ólafsdóttir, die auch bewusst auf diese Thematik eingestiegen ist, also auf das Thema der Isolation, das sie auch sehr stark bewegt in ihren Figuren, also Skulpturen, die sie als Figuren begreift und von denen sie auch sagt, das ist schon auch genau diese Erfahrung des auf sich zurückgeworfen Seins, des in sich Ruhens oder hin und her gerissen Werdens, das sie hier auslotet. Und jetzt hier im Skulpturengarten ist einer ihrer Tänzer zu sehen, der sich auch bewegt. Also eine Stahlskulptur, die ganz minimalistisch anmutet, im Grunde ein Bogen, der auf eine Halbkugel gesetzt ist. Und diese Halbkugel ist tatsächlich beweglich und nimmt so natürlich auch die Bewegung draußen in der Natur mit auf. Und gegenüber finden wir noch die Liegekissen von Frauke Eckhardt, eine Klangkünstlerin, die also auch zu der Generation gehört, die schon mehrfach auch bei der Saat vertreten war, aber die hier jetzt mit 3 großen Arbeiten vertreten ist, eben im Außenraum, weil auch die Außengeräusche eine wichtige Rolle spielen. Also da sollte man sich dann drauflegen, also mutig sein, weil die Klanginstallation wird dann erst in Funktion gesetzt, wenn man sich auf dem Liegekissen befindet, und dann treten also Geräusche ans Ohr, die sehr melodisch sind oder einen auch in so eine Geräuschhülle einhüllen, aber immer auch unter dem Eindruck der Autobahn, die gleichzeitig an uns vorbeirauscht, die natürlich auch hier eine wichtige Rolle spielt für diesen Ort, der eben nicht so isoliert im Raum steht, wie man sich es vielleicht wünschen könnte. Aber das ist auch ein sehr schöner Abschluss, also dass wir auch eben Werke haben von 2 Künstlerinnen, die im Außenbereich tätig sind. Super, vielen Dank. Gerne. Ja, das war Art Talk aus der Modernen Galerie, eine Führung durch die Saat mit Andrea Jahn. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle, und euch wünsche ich viel Spaß, die saarländischen, französischen und Luxemburger Künstler und Künstlerinnen zu entdecken. Bis zum nächsten Mal bei Art Talk. Dir hat Art Talk gefallen? Dann hinterlasse 5 Sterne, erzähl deinen FreundInnen davon und hör wieder rein, wenn es heißt, wir reden über Kunst. Art Talk, der Kunstpodcast aus Salolux.